Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen veganen Rezeptvideo von mir. Und zwar stellen wir heute fermentierten Cashew-Quark her mit dem größten, stärksten und meist erforschten probiotischen Bakterium der Welt. Denn der Lactobacillus acidophilus ER2-Stamm, auch Narine genannt, hat immense Vorteile für unsere Gesundheit. Wir stellen also hier nicht nur einen veganen und überaus köstlichen Cashew-Quark her, sondern auch einen, der unser Mikrobiom wieder in Ordnung bringen kann und gleichzeitig bei etlichen Krankheiten wirksam ist. Dazu geben wir naturbelassene Cashewkerne in eine Schüssel und weichen sie in reinem Wasser über Nacht ein. Wenn möglich in dampfdestilliertem Wasser oder auch in Osmosewasser, wie ich das jetzt hier tue. Ich habe mein Destilliergerät inzwischen durch ein Umkehr-Osmose-Gerät ausgetauscht, einfach um Strom zu sparen. Denn durch dieses Verfahren erhalten wir ebenso reines Wasser. Nachdem wir die Kerne über Nacht eingeweicht haben, werden wir sie jetzt in ein Sieb geben und durchspülen. Und sobald wir das getan haben, werden wir die Kerne jetzt in den Vitamix geben. Dazu geben wir dann ein flüssiges Probiotikum, in diesem Fall hier ein bioaktives Enzymferment, und davon gebe ich 2 Esslöffel rein. Und dann kommt die allerwichtigste Zutat hinzu, und zwar dieses Narine-Probiotikum. Eine Kapsel davon reicht schon. Der Narine-Stamm hat ausgeprägte Hafteigenschaften, eine hohe Anpassungsfähigkeit und verbleibt lange im Darm. Er hat eine hohe Resistenz gegen Gallen- und Magensäure, da er selber einen pH-Wert von 2,0 hat, und er hat eine hohe antibakterielle, antibiotische und antimykotische Aktivität gegen pathogene und opportunistische Mikroorganismen. Zusammen mit reinem Wasser werden wir das Ganze jetzt so stark pürieren, bis wir eine cremige Konsistenz erreicht haben. Und diese Creme geben wir jetzt in eine Schüssel, werden sie dann mit einem Handtuch abdecken und dann an einem warmen Ort mindestens 24 Stunden, besser 48 Stunden lang fermentieren lassen. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zum fermentierten Cashew-Käse an, das werde ich euch hier verlinken. Nach 24 Stunden sieht das jetzt so aus, und wenn wir das Ganze umrühren, dann sehen wir die vielen Luftblasen darin und wie stark die Bakterien gearbeitet haben. Die Milchsäurebakterien haben sich während dieses Prozesses stark vermehrt. Und das ist, was wir erreichen wollen, denn diese haben eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den menschlichen Organismus und insbesondere auf den Darm. Vor allem aber ist uns an diesem Narine-Probiotikum gelegen, denn es ist hochresistent gegen Antibiotika, Chemotherapie und Antiseptika, hilft also sogar auch gegen Krebs, und es unterstützt und fördert die Produktion des eigenen Interferons, welches für das Immunsystem verantwortlich ist, und hat in mikrobiologischen Tests bei einem pH-Wert von 3,0 ein sehr aktives Wachstum. Gleich noch mehr dazu. Hier geben wir jetzt erstmal frisch gepressten Knoblauch in die Quarkmasse. Ebenso werden wir frische Kräuter hinzugeben. In meinem Fall habe ich hier jetzt frischen Koriander und frische Minze verwendet. Aber man könnte natürlich auch Petersilie nehmen. Wichtig ist nur, dass sie immer von Bioqualität sein sollten. Die Kräuter werden ganz klein gehackt und dann kommen sie hier zu der Quarkmasse hinzu. Ferner werden wir noch mit Himalaya-Salz würzen, nach Geschmack. Und dann kommt noch der Saft einer frisch gepressten Zitrone hinzu. Zum Pressen der Zitrone eignet sich diese stabile Zitruspresse sehr gut. Die kann ich euch gerne unten an der Pinnwand verlinken. Und das waren auch schon alle Zutaten, was jetzt den Quark betrifft. Der wird einfach jetzt gut vermischt mit den Zutaten und dann haben wir schon unseren fertigen, überaus gesunden Cashew-Quark. Den können wir jetzt in einzelne Gläser abfüllen. Schaut euch übrigens gerne nochmal meinen veganen Cashew-Dip mit Wunderlauch an. Das Video dazu kann ich euch hier oben verlinken, denn den Wunderlauch, den findet man genau jetzt gerade noch in den Wäldern. Und er hat eben ähnliche Eigenschaften wie der Bärlauch. Und was jetzt noch den Anwendungsbereich von der Narine betrifft, so ist dieser sehr vielfältig und dient zur Unterstützung der Behandlung sowie zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Erwachsenen, indem es die Darmflora normalisiert und in kürzester Zeit die anaerobe Flora, also die Lactobacillen und Bifidobakterien, wiederherstellt. Damit erhöht es die Aktivität der normalen Escherichia coli und erhöht das antioxidative Potenzial des Körpers. Es hilft bei Darminfektionen und verschiedenen Formen von Dysbakteriose und reguliert die Darmtätigkeit. Es aktiviert durch seine entzündungshemmende Wirkung den Reinigungsprozess des Körpers und neutralisiert dadurch Toxine und Nebenwirkungen von Lebensmitteln, Antibiotika und Medikamenten. Es wird nach der Einnahme von Antibiotika sehr empfohlen. Es stimuliert die Produktion des eigenen Interferons, was eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Viren und Krebs spielt und damit das körpereigene Immunsystem wiederherstellt.
So wird es auch in der Onkologie als Prävention, Rehabilitation und Verringerung der Wahrscheinlichkeit infektiöser Komplikationen nach onkologischen Operationen verwendet. Es wird sogar für Personen, die unter Bedingungen mit erhöhter Strahlenbelastung arbeiten, in Gebieten leben, in denen eine höhere Strahlungsquelle herrscht oder kleinen Strahlungsdosen ausgesetzt sind, verwendet. Es hilft auch bei vorzeitigem Altern und allgemeinem Unbehagen nach längeren Stresssituationen und es ist bei verschiedenen komplexen Behandlungen wie Erkrankungen der Leber, der Nieren, der Bauchspeicheldrüse, den blutbildenden Organen, also bei einer Anämie, bei Allergien, einer Diathese, bei Neurodermitis, Psoriasis, bei Ekzemen, auch bei Atmungsorganen wie Asthma, Bronchitis, Lungenentzündung hochwirksam, als auch bei Urogenitalsystem, also bei Entzündungen des Urogenitalsystems von Frauen und Prostata bei Männern, Prostatitis, Wechseljahre, ebenso bei gynäkologischen Erkrankungen, als auch bei Hals-Nasen-Ohrenorganen, also bei einer Sinusitis, bei Mandelentzündung, Mittelohrentzündung, dann auch bei einer Mastitis, bei Diabetes mellitus, Parodontitis, eitrigen und infektiösen Entzündungen. Bei all diesen Krankheiten ist es hochwirksam. Es lohnt sich daher allemal mit diesem stärksten Probiotikum zu arbeiten. Und der daraus hergestellte köstliche Quark wird unserer Gesundheit sehr zugutekommen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.